Hi, heute habe ich den Patienten hier. Der springt nicht mehr an. Warum? Das will ich mit euch zusammen herausfinden. Auf geht's! Das ist der Wagen von einem sehr guten Freund von mir, oder besser gesagt von seiner Frau. Das ist ein Peugeot 1007, Baujahr 2005, 1,6 Liter mit 109 PS. Die Fehlerbeschreibung von ihr ist folgende. Sie ist gefahren und bemerkte auf einmal, dass der Wagen ruckelte und er hatte kaum noch Leistung. Sie ist dann noch bis nach Hause gefahren und hat den Wagen dann abgestellt. Ich bin dann zu ihm gefahren und wollte den Peugeot in meine Werkstatt fahren, aber der ist nicht mehr angesprungen und nach 3 bis 4 Startversuchen machte auch die Batterie schlapp. Also haben wir den Wagen in die Werkstatt geschleppt und jetzt steht er hier. Ich habe bisher nur die Batterie aufgeladen und wollte jetzt mit euch zusammen den Fehler suchen. Ausgelesen habe ich den schon, als ich den Wagen abgeholt habe, hat aber keinen Fehlercode angezeigt. Jetzt würde ich sagen, probieren wir zu starten, mal schauen, was er macht. Ich stelle mal schnell die Kamera um. Okay, ich starte mal. Okay, ich starte nochmal. Okay, ich probiere es mal mit Bremsenreiniger. Okay, ich starte mal. Okay, warte mal kurz. Jetzt starte mal nochmal. Oh Mann, der startet einfach nicht. Habt ihr das gehört? Das klingt so, als ob der zu früh zündet und der Kolben schon weit vorm OT einen auf den Deckel kriegt. Ich vermute, dass der Zahnriemen übergesprungen ist. Hier ist auch ein Aufkleber, wann der Zahnriemen gewechselt wurde, bei 30.000 Kilometer. Datum kann ich nicht erkennen. Jetzt hat der 130.000 Kilometer runter. Das heißt, der Zahnriemen ist nicht mehr der neueste. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich baue jetzt schnell alles ab und dann kontrollieren wir den Zahnriemen. So, alles weggebaut, was stört. Jetzt müssen wir den Zahnriemen kontrollieren. Optisch sieht der gar nicht mal so schlecht aus. Als nächstes den Motor abstecken. Zuerst hier oben an die Nockenwellen. Da müssen die beiden Löcher mit den 2 Löchern hier und hier im Motor übereinstimmen. Dann muss noch die Kurbelwelle auf OT abgesteckt werden. Die Absteckposition kann man mit der Kamera nicht sehen. Die ist ganz unten rechts hinter dem Ölfilter. Die kann man nur ertasten. Normalerweise braucht man ein spezielles Absteckwerkzeug, aber das habe ich nicht. Ich nehme dazu 2 8 mm Bohrer und einen 27er Torx-Schlüssel. Damit geht's auch. Mit den 2 Bohrern stecke ich die Nockenwellen ab und mit dem Torx-Schlüssel die Kurbelwelle. Jetzt den Motor im Uhrzeigersinn so lange drehen, bis die Löcher übereinstimmen. Passt. Passt. Als nächstes die Kurbelwelle abstecken. Und wenn meine Theorie richtig ist, dass der Zahnriemen übergesprungen ist, dürfte ich den Absteckdorn nicht durchstecken können.
Der geht komplett rein. Seht ihr das? Das heißt, der Zahnriemen ist nicht übergesprungen und die Fehlersuche geht weiter. Ich baue schnell alles wieder zusammen und wir sehen uns in einer Sekunde wieder. Ich würde sagen, dass wir uns als nächstes mal die Zündkerzen anschauen. Dafür muss die Abdeckung ab und der Zündspulenblock. Bevor man die Kerzen rausschraubt, immer vorher mit Druckluft auspusten. Ich mache die wieder ran, damit da nichts reinkommt. Schauen wir uns mal die Zündkerzen an. Als ich die rausgeschraubt habe, waren die komplett nass gewesen. Da gerade Kunststoff da war, ist der Sprit in der Zeit verflogen. Das heißt, dass die Zylinder Sprit bekommen. Aber der Motor springt trotzdem nicht an. Als nächstes teste ich, ob überhaupt ein Zündfunke kommt. Die Kerzen habe ich wieder reingesteckt. Der Stecker muss auch wieder ran. Und Masse brauchen wir natürlich auch. Jetzt nehme ich die Kamera und du startest. Okay, starte mal. Stopp. Funke ist da. Okay. Stopp. Funke ist auch da. Okay? Stopp. Funke ist auch da. Okay? Stopp. Funke ist ja auch da. Unfassbar. Die Kamera hat zum Schluss ein bisschen gesponnen. Da konnte man nicht so wirklich den Zündfunken sehen. Aber er war ganz normal da, wie er soll. Fassen wir mal kurz zusammen. Sprit kommt, Zündfunke kommt, Zahnriemen ist nicht übergesprungen, Fehlerspeicher ausgelesen, kein Fehler vorhanden. Normalerweise müsste der Motor anspringen, was er aber nicht macht. Also kann es sich nur noch um einen mechanischen Fehler handeln. Ich würde sagen, das war mal die Kompression messen. Okay, starten. Stopp. Okay, starten. Okay, stopp. Okay. Stopp. Okay. Stopp. Ich würde sagen, wir haben den Fehler gefunden. Schaut euch mal die Kompression an. Katastrophe. Der einzige Zylinder, der noch halbwegs Kompression hat, ist der dritte. Die anderen sind alle platt. Und da der Zahnriemen nicht übergesprungen ist, glaube ich nicht, dass die Ventile einen weg haben. Bleiben nur noch die Kolbenringe übrig.
Die sind hinüber. Echt super. Jetzt kann ich meinen Kumpel anrufen und sagen, dass er Motorschaden hat. Na, der wird sich freuen. Ich habe ihn angerufen und er war natürlich nicht so begeistert. Aber er will den Wagen behalten, weil die Substanz von Peugeot noch top ist. Ich soll ihm einen Austauschmotor mit wenig Kilometer einbauen und fertig. Ich finde auch, dass der Wagen zu schade ist für einen Schrottplatz. Also besorge ich einen guten Motor und pflanze ihm den ein. Ist ja schnell gemacht. So, das war's auch schon wieder für heute. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Bis zum nächsten Mal, eure Gina.